Heute teste ich für euch High-End-Pedale made in Germany aus dem Hause Nuo Simulation. Alles von Montage bis hin zum Rennstreckentest, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Diese Pedale wurden als Testmuster von Nuo Simulation zur Verfügung gestellt, um diese längerfristig in meinem Kanal für euch testen zu können. Es gibt keine Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, der Preis. Die 4Cell-Pedale von Nuo Simulation könnt ihr direkt über die Homepage des Anbieters zum Preis von 699 € als Zweiweg bzw. 879 € als Dreier-Pedalset erwerben. Benötigt eine Baseplate, dann ist diese in 4 mm Stärke oder in 6 mm Stärke erhältlich. Nächstes Kapitel, der Lieferumfang. Die Ware wird gut geschützt in einem neutralen Karton zugestellt. Ihr bekommt die entsprechenden Pedale, eine Fußablage, 5 Austauschelastomere, ein knapp 2 Meter langes USB-Kabel und das Befestigungsmaterial Schrauben, Muttern, Beilagscheiben geliefert. Nächstes Kapitel, Kompatibilität und der Anschluss. Die Pedale werden direkt am PC via USB angeschlossen und als eigenes Eingabegerät erkannt. Den USB-Anschluss findet ihr am Bremspedal vor. Nach der Montage werden das Kupplungs- und das Gaspedal an das Bremspedal angeschlossen. Im Anschluss müssen die Pedale dann kalibriert werden. Dies funktioniert selbsterklärend mittels dem kostenlosen Tool DI-View. Hierzu habe ich euch erst kürzlich ein Tutorial hochgeladen. Den Link, den hänge ich oben rechts mit bei. In Sachen Hardware-Kompatibilität ist die Baseplate mit diversen Langlöchern versehen, um an euren Rigs montiert werden zu können. In diesem Review verwende ich die 4Cell-Pedale von Nuo Simulation mit einem Simetic K2R Rig. Weiter geht's mit dem Zusammenbau. Die Pedale können direkt mit der Pedalplatte deines Rigs verschraubt oder mit der Baseplate von Nuo Simulation verbunden werden. Ich empfehle der Variabilität wegen, die Baseplate zu verwenden. Mit je 4 Schrauben, Beilagscheiben und Muttern werden die Pedale mit der Baseplate verschraubt. Der seitliche Abstand der Pedale zueinander, der ist über die Langlöcher anpassbar. Wenn die unten liegenden Muttern bei der Montage an der Baseplate deines Rigs stören, dann kannst du die 4 schwarzen mitgelieferten Distanzhülsen für die Montage verwenden. Im Fall der Montage an der Simetic K2R Rig war dies aber nicht nötig, da die Montagestreben des Rigs zwischen den Montagepunkten der Pedale liegen. Die Fußablage, die wird mit 2 Schrauben direkt an die Pedale geklemmt.
geht's weiter mit den Einstellungsmöglichkeiten des Gaspedals. Seitlich im unteren Bereich könnt ihr die Ausgangsstellung des Gaspedals anpassen. Ich habe die oberste Position gewählt, damit das Gaspedal in der Ausgangsstellung etwas nach hinten geneigt ist. In der Ausgangslage beträgt der Pedalwinkel dann um die 80 Grad und bei meinen Einstellungen etwa 67 Grad in der Endlage. Über das Langloch bei der Federaufnahme lässt sich die Härte des Gaspedals verstellen. Ich nutze die oberste Position und habe somit einen kürzeren Hebelweg zur Pedalbetätigung. In diesem Fall ist die Gaspedalbetätigung mit um die 4 Kilogramm relativ straff ausgelegt. Nutzt du eine nach unten versetzte Position, dann verringert sich die Betätigungskraft. Die Pedalplatte beim Gaspedal, die ist 130 mm lang und 60 mm breit und kann ca. 20 mm in der Höhe angepasst werden. In meinem Fall habe ich die mittlere Position gewählt und der Abstand von Fußablage bis zur Oberkante der Pedalplatte, der beträgt um die 250 mm. Die Federvorspannung, die kannst du über das Drehrad anpassen. Hier kannst du einstellen, wie stark dein Gaspedal betätigt werden muss, damit du es aus der Ruhestellung bewegen kannst. Ich nutze hierbei eine leichte Vorspannung von um die 2 Umdrehungen, damit das Gaspedal nicht unabsichtlich betätigt werden kann. Vorderseitig weist das Gaspedal unter der Fußablage so eine Stellschraube für den Endanschlag auf, falls du diesen nutzen möchtest. Weiter geht's mit den Einstellungsmöglichkeiten des Bremspedals. Die Bremshärte kann sowohl über den Hebelarm als auch über die Elastomerfedern bestimmt werden. Die Hebelarmverstellung und Federvorspannung, die sind gleich wie bei dem Gaspedal ausgeführt. Und die Elastomerfedern, die können über die eingehängte Konstruktion werkzeugfrei gewechselt werden. Die Elastomerfedern sind von schwarz, gelb bis über rot kombinierbar, wobei schwarz die weichsten und rot die härtesten Elastomerfedern darstellen. Das Bremspedal ist 110 mm lang und 70 mm breit und kann in der Höhe wiederum um ca. 20 mm variiert werden. In Sachen Betätigungskraft ermöglicht die 120 Kilogramm Load Cell etwa die üblichen 2/3, die an Pedalkraft über den Hebel dann ankommen. Ihr könnt somit die Pedale um die ca. 80 Kilogramm ultrahart treten. Ich nutze dabei um die 40 Kilogramm Pedalkraft, die sich für mich ausreichend kräftig anfühlen. Bitte bedenkt, dass diese Einstellung immer stark subjektiv gelagert ist. Ich persönlich nutze 2 gelbe und 2 rote Elastomerfedern und eine leichte Federvorspannung und die mittlere Position über den Hebelarm. Du kannst Elastomerfedern mit den mitgelieferten schwarzen Distanzhülsen kombinieren, wenn du die volle Load Cell ausreizen möchtest. Wie dies funktioniert und du dies dann bei DI-View einstellst, das hänge ich an dieser Stelle kurz mit rein. Weiter geht's mit der Einstellung der Kupplung. Hier lässt sich die Federvorspannung und somit Schleifpunktcharakteristik über die seitliche Aufnahme mittels 2 Langlöcher anpassen. Das Kupplungspedal ist 110 mm lang und 60 mm breit und kann wiederum in der Höhe angepasst werden. Die Betätigungskraft der Kupplung beträgt knapp 9 Kilogramm und ist damit realistisch und sehr straff ausgeführt. Ich nutze die Werkseinstellung der Kupplung und dabei liegen in der Ausgangsposition ungefähr 88 Grad und in der Endstellung um die 65 Grad Pedalwinkel an. Nächstes Kapitel die Technik. Das Gas- und das Kupplungspedal, die greifen die Positionen über Hall-Sensoren ab. Einfach gesagt ist hier Strom- und Magnetfeld im Spiel, um die Positionen berührungs- und somit verschleißfrei zu übermitteln. Die Gehäuse der Hall-Sensoren, die wurden kugelgelagert. Beim Bremspedal kommt eine bis zu 120 Kilogramm belastbare Load Cell zum Einsatz. Eine Load Cell ist eine Wiegezelle. Vereinfacht gesagt ist die Load Cell ein elastisches, verformbares Bauteil, das sich unter Belastung leicht verbiegt. Im Innenleben der Load Cell wird durch Messstreifen und Elektrizität der Verformungsgrad bestimmt und somit der Messwert zur Verfügung gestellt. Dies muss bei einer Bremse klarerweise sehr schnell und sehr exakt geschehen. Die Hauptachsen bei den Pedalen wurden durch staubgeschützte Kugellager aufgenommen. Und um die Elektronik, da kümmert sich ein 16-Bit Leo Bodner Controller. Die Materialauswahl und die Verarbeitung. Zum Einsatz kommt überwiegend Edelstahl, welches zwischen 3 und 4 mm dick ist. Die Elastomerfedern sind aus Kunststoff und die Verkleidungen der Aufnahmeachsen der Pedale kommen aus dem 3D-Drucker.
Die Achsen selbst sind aus Metall mit einem Durchmesser von 14 mm beim Gaspedal und 18 mm beim Bremspedal ausgeführt. Die Fußablage, die ist 315 mm breit und 130 mm tief und wurde aus 3 mm dicken Edelstahl gefertigt. Alle Materialien sind sehr sauber und gradfrei auf sehr hohem Niveau verarbeitet. Und weiter geht's mit dem Kapitel Optik. Bei diesem Pedalset bekommt ihr einen High-End-Manufaktur-Look ohne Spielereien ins Haus geliefert. Das Erscheinungsbild ist sehr massiv, sehr groß und im Vergleich zu anderen Pedalsets wirkt dieses von Nu Simulations doppelt so groß. In Sachen Branding habt ihr die Buchstaben N, U und O für den Markennamen Nu Simulation in den Pedalplatten eingelasert. Auf jegliches anderes Branding verzichtet Nu Simulation. Weiter geht's mit dem Hauptkapitel, dem Rennstreckentest. Im Rennstreckentest, da fällt sofort die sehr solide Bedienbarkeit auf. Das Gaspedal, das fühlt sich sehr straff und sehr spielfrei geführt an. Und gleiches gilt auch für die anderen Pedale. Mit der Elastomerbestückung habe ich etwas herumexperimentiert und finde mich am besten mit der Kombination zweimal Rot und zweimal Gelb zurecht. Der Druckpunkt der Bremse ist super exakt und jeder Bremsvorgang exakt reproduzierbar. Die Kupplung, die fühlt sich straff und realistisch an und der Schleifpunkt ist deutlich spürbar und somit beim Rennstart und beim Schalten gut dosierbar. Während des Rennbetriebs fällt die ruhige Geräuschkulisse positiv auf. Kein unnötiges Klackern und Knarzen stört hier das Renngeschehen. Der Platzbedarf auch mit großen Füßen ist umfassend gegeben und sehr positiv fällt mir auf, dass der komplette Fuß samt Vorderfuß auf den Pedalen komfortabel Platz findet. Weiter geht's mit den negativen, neutralen, positiven Aspekten sowie dem Fazit und unserer Kaufempfehlung. Die negativen Aspekte. Bei harter Betätigung des Bremspedals kann sich die Pedalplatte etwas verdrehen. Hier wären in meinen Augen 2 Befestigungspunkte der Pedalplatte mit dem Hebelarm von Vorteil, um die Pedalplatte auch bei hoher Pedalkraft und wenn du die etwas seitlich trittst, unbeweglich zu sichern. Zweiter negativer Aspekt ist eine in der Tiefe relativ knapp bemessene Fußablage. Bei flachem Betätigungswinkel deiner Füße wären 3 bis 4 cm mehr Tiefe der Fußablage hilfreich, um nicht an den Randbereich bzw. die Kante der Fußablage zu gelangen. Gerade wenn man auch mal ohne Rennschuhe, so wie ich, unterwegs ist, dann kann dies störend sein. Und letzter negativer Aspekt ist ein gewisser Einrichtungsaufwand in Sachen Kalibrierung. Dies muss dir bewusst sein. Es muss über ein Drittanbieter-Tool namens DiView zurückgegriffen werden, denn eine hauseigene Nu Simulation Software, die gibt es bis dato noch nicht. Und in Sachen Kompatibilität, da bist du auf den PC beschränkt und die einschlägigen Simracing-Anwendungen. Nächstes Kapitel, die neutralen Aspekte. Die Befestigungsmechanik der Fußablage bewerte ich als neutral. Auf der einen Seite ist diese sehr leicht zugänglich und in Sekundenschnelle angebracht. Auf der anderen Seite weist diese einen leichten Flex auf. Hier wären zumindest 3 Befestigungspunkte mit größer dimensionierten Schrauben und gegebenenfalls eine 4 mm dicke Platte für die Fußablage hilfreich gewesen, um jegliches Spiel auszuschließen. Zweiter neutraler Aspekt ist für mich die Optik. Dies ist klarerweise immer ein rein subjektiver Standpunkt. Ich finde die bunte Farbgebung der Federn und Elastomere zu verspielt. Hier würde ich mir eine einheitliche Farbgebung, am liebsten in durchgehendem Schwarz, wünschen. Die Elastomerfedern müsste man dann klarerweise mit Ringen oder Punkten hinsichtlich der Härtegrade kennzeichnen, um diese auch unterscheiden zu können. Dritter neutraler Aspekt in meinen Augen ist ebenso ein subjektiver. Ich würde zumindest einen kleinen Schriftzug des Firmennamens in die Fußablage einarbeiten. Dies würde die Optik etwas auflockern und Akzente setzen. Kommen wir zum nächsten Kapitel, die positiven Aspekte. Die Verarbeitung und Materialauswahl dieses Pedalsets, die sind exzellent. Es gibt kein vernehmbares Spiel, kein Klackern und die Materialauswahl rund um die Hebelarme ist mit 4 mm dicken Edelstahlprofilen praktisch unzerstörbar. Die Ansprüche für eine lange Lebensdauer sind mit staubgeschützten Kugellagern und der sehr hochwertigen Leo Bodmer Elektronik gegeben. Die Einstellungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und sehr leicht zugänglich und in Sekundenschnelle verstellt. Für fast jedes Anforderungsprofil ist etwas dabei. Die Bandbreite der Loadcell mit den 120 Kilogramm, wovon über den Hebelweg etwa 80 Kilogramm am Pedal ankommen, die sollte für gut 95% aller Anwender ausreichend sein. Die Pedale bieten sehr viel Platzbedarf, auch wenn deine Schuhgröße 45 oder darüber beträgt. Der Vorderfuß, der liegt sehr satt auf, wie dies bei echten Rennpedalen sein sollte.
Und aus haptischen Gründen bin ich meistens barfuß unterwegs und hier genieße ich es, dass mein Vorderfuß komplett am Pedal aufliegt und keine störende Abschlusskante von kleinen Pedalsets auf meine Sohle drücken. Der Zusammenbau und die Montage gelingen sehr einfach und eine gut bebilderte Bedienungsanleitung in deutscher Sprache, die findet man zum Download auf der Homepage des Herstellers. Als wichtigster positiver Aspekt bleibt für mich das Rennstreckenerlebnis. Dieses ist über jeden Zweifel erhaben und man spürt, dass man hochwertige High-End-Pedale unter den Füßen hat. Die Reproduzierbarkeit von Bremsmanövern, die gelingt auf den Punkt. Und die spielfreie und super gelagerte Mechanik hilft auf hohem Niveau unterwegs sein zu können. Ein weiterer positiver Aspekt kann für dich sein, dass du Pedale made in Germany erwerben kannst. Hier ist eine Manufaktur in Deutschland am Werk und von der Planung bis hin zur Konstruktion und dem Zusammenbau wird alles vor Ort abgewickelt und nichts auf andere Kontinente ausgelagert. So kommen wir zum Fazit und der Kaufempfehlung. Wenn du in Richtung Simracing Liga schielst, dann empfehle ich nach Pedalen von Nu Simulations oder dieser Kategorie Ausschau zu halten. Die Rennen gewinnt man mit perfekter Streckenkenntnis und eben auf der Bremse. Dies kann ich dir aus meinen Jahren auf der echten Rennstrecke bestätigen und das wiederholt sich auch beim Simracing. Aus eigener Erfahrung kann ich dir rückmelden, dass ein Umstieg von beispielsweise Fanatec CSP V3 Pedalen zu den mehr als doppelt so teuren Nu Simulations Pedalen deutlich spürbar ist. Dies macht meine CSP V3 Pedale in meinen Augen auf keinen Fall schlechter, aber es gibt eben noch einiges an Luft nach oben, wenn du das entsprechende Kleingeld dafür hast. Ein weiterer Vergleich, ich war einige Zeit lang mit den 700 € teuren Heusingfeld Sprint unterwegs und auch hier kann ich den Vergleich zu den Nu Simulations ziehen. Du bekommst zum Aufpreis von 180 € mit den Nu Simulations Pedalen eine nochmals gestiegene Massivität in der ganzen Pedalaufnahme und ein Upgrade von Gleitlagern zu Kugellagern geboten. Zusätzlich findest du spürbar mehr Platz auf den Nu Simulation Pedalen vor. In diesen Preisbereichen muss dir klarerweise bewusst sein, dass die Luft bereits sehr dünn wird. Und am Schluss bleibt immer die Frage nach deinen Präferenzen und eben deinem Budget. Ein weiterer Aspekt kann der Einsatz im gewerblichen Bereich sein. Wenn du Pedale für den Dauereinsatz suchst, bei denen sich die Komponenten im Fall der Fälle leicht ersetzen lassen, dann bist du ebenso mit diesen Pedalen gut aufgestellt. Die Loadcell von 120 Kilogramm, die sollte für jeden Einsatzzweck ausreichen. Und als Backup kannst du immer noch Ändernschläge setzen. Wichtig für dich ist nun, dass sich dieses Pedalset nur dann lohnt, wenn du ein stabiles Rig für die Befestigung im Haus hast, sonst macht dies keinen Sinn. Und dieses Rig muss entsprechenden Platz für die Pedalbefestigung mitbringen, da die Nu Simulation Pedale sehr groß und sehr ausladend sind. Beim Preis kann ich dir eine neutrale Rückmeldung geben. Schnäppchenpreise wirst du in diesen Regionen einfach nicht finden, egal bei welchem Anbieter. Ich würde Pedale zu diesen Preisen nur dann budgetieren, wenn du dich im Detail damit auseinandersetzen willst. Bist du hingegen der reine Plug-and-Play-User, dann wirfst du mit diesen Pedalen Perlen vor die Säue. Bist du hingegen der detailverliebte Anwender mit sehr hohen Ansprüchen, dann kann sich die Anschaffung eines solchen Pedalsets lohnen. Auch als Laie wirst du mit den Einstellungsmöglichkeiten und der Kalibrierung sehr einfach zurechtkommen. Und wenn's mal hakt, dann hast du mit meinen Reviews ja einige Infos und Hilfestellungen mitbekommen. Log dich jetzt bitte bei YouTube ein und poste in den Kommentaren, welche Pedale du gerade im Einsatz hast. Überlegst du Pedale in dieser Preisklasse anzuschaffen und wenn ja, wie hat dir das Review zu den Nu Simulation Pedalen gefallen? All das würde mich interessieren und nun geht's weiter mit einem spannenden Ausblick. Ich teste für euch demnächst wieder etwas aus dem Hause Cube Controls. Das GT Pro Zero ist bereits im Testeinsatz und euch erwartet ein wie gewohnt sehr ausführliches Review zu diesem High-End Wheel. Weitere Projekte sind in Vorbereitung, aber verzögern sich durch meinen derzeitigen hauptberuflichen Stress. Sorry dafür. Hat's dir gefallen, würde ich mich über eine Spende oder einen Like freuen. Um nichts zu verpassen, abonniere gerne meinen Kanal, ich spamme dich auf keinen Fall zu. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Bleibt bis nach dem Abspann dran, da hänge ich noch einiges mit rein. Euer Ron.